Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten heute mit einer neuen Reihe bei unseren Morgenandachten zum Thema Jüngerschaft. Und zwar ist das eine gemeinsame Reihe, die wir als ganze Gemeinde starten. Das heißt, nicht nur montags geht es um das Thema Jüngerschaft, sondern jetzt bis nächste Woche Mittwoch einschließlich geht es jeden Tag um das Thema Jüngerschaft. Wir als Gemeinde haben in diesem Jahr ein Motto. Das Motto lautet: Sei ein Jünger, mache Jünger. Und dementsprechend hat diese Reihe in den Morgenandachten genau diese beiden Schwerpunkte. Zunächst einmal schauen wir uns einige Andachten an zum Thema Sei ein Jünger. Aber dann geht es auch um das Thema Mache Jünger. Wie kann das konkret aussehen? Heute starten wir damit, was es bedeutet, Jünger zu sein. Das Thema heute lautet: Jünger folgen Jesus. Ich möchte mit euch 2 Verse lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 34 und 35. Da heißt es: Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Der Kontext ist sehr interessant. Im Kontext finden wir zum einen das mutige Bekenntnis des Petrus. Petrus hat es erkannt, wer Jesus ist. Dann aber folgt eine Leidensankündigung von Jesus, ab Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und dann kommt unser Vers. Dann trommelt Jesus sozusagen seine Jünger und die Volksmenge zusammen und sagt ihnen, worum es bei Nachfolge wirklich geht. Petrus hatte eine andere Vorstellung von Nachfolge. Petrus hatte eine relativ euphorische Vorstellung von Nachfolge. Er war euphorisch und hat sicherlich auch festgestellt, dass es gewisse Vorteile hat, sich im Dunstkreis von Jesus Christus zu befinden. Aber das, worum Jesus eigentlich gekommen ist, das, was Nachfolge eben auch bedeutet, dass im Zentrum der Nachfolge ein Kreuz steht, das wollte Petrus noch nicht wahrhaben. Und das ist heute nicht anders. Viele Menschen glauben, es ist ja nett, Jesus bei sich zu haben in seinem Leben, aber sie sind nicht wirkliche Nachfolger, sie sind vielleicht einfach nur Fans von Jesus. Sie sind Mitläufer. Aber Jesus sagt uns hier in diesen Versen, worum es bei Nachfolge wirklich geht. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Genau darum geht es. Es geht zunächst einmal um Selbstverleugnung. Es bedeutet, wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, entscheide ich mich, mein Leben, darum geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr um meine Wünsche. Es geht nicht mehr um meine Vorstellungen vom Leben. Es geht einfach nur darum, was Jesus will. Ich verleugne mich selbst. Es geht nicht mehr um mich. Es geht jetzt nur darum, was Jesus von mir will. Ich meine, die Jünger haben alles stehen und liegen lassen. Ihren Vater, die Netze, und sind Jesus nachgefolgt. Und Jesus sagt, genau darum geht es. Du musst dich selbst verleugnen, deine Vorstellungen vom Leben. Dann heißt es hier, und er nehme sein Kreuz auf sich. Im Kontext geht es ganz klar um Leidensbereitschaft. Genau das war ja das Problem von Petrus, dass er nicht verstanden hat, dass Nachfolge mit Leiden einhergeht, dass Leiden auf Jesus warten. Und Jesus sagt hier mit anderen Worten, wenn du bereit bist, mir zu folgen, dann sei bereit, für mich zu leiden. Das ist absolut unpopulär. Wir predigen häufig nur das Positive. Aber Jesus, er fängt sozusagen mit dem Kleingedruckten an und sagt, das bedeutet es, mir nachzufolgen. Entscheidet euch. Wollt ihr das auf euch nehmen? Wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann müsst ihr bereit sein, für mich Demütigung in Kauf zu nehmen. Dann müsst ihr für mich bereit sein, Leiden in Kauf zu nehmen. Dann müsst ihr sogar für mich bereit sein, in den Tod zu gehen. Dann heißt es hier weiter, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er gehe mir hinterher. Nachfolger Jesus zu sein bedeutet, ihn zu beobachten. Wie hat er Dinge gemacht? Und wir machen sie nach.
Unser größtes Vorbild ist Jesus Christus. Und Jünger zu sein, da steckt auch das Wort Schüler drin im Griechischen. Wir wollen von Jesus lernen. In diesem Sinne bedeutet Nachfolge, dass wir Jesus hinterhergehen, dass wir Jesus folgen, dass wir bereit sind, unser Leben aufzugeben, dass wir bereit sind, unsere Träume und Wünsche aufzugeben und unser Leben komplett von ihm bestimmen lassen. Vielleicht hast du das bisher noch nicht so gesehen. Vielleicht dachtest du, ja, ist nett, Jesus auch dabei zu haben und ich gehe ab und zu ja auch mal in eine Kirche. Das bedeutet es nicht, Nachfolger Jesu zu sein. Nachfolger Jesu zu sein ist eine radikale Entscheidung. Ich gebe alles auf und lege mein Leben hin für den einen, der sein Leben für mich gab. In diesem Sinne, Jünger folgen Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, heute wieder die Entscheidung zu treffen. Ja, Jesus, auch heute, an diesem Montag, will ich dir folgen und will von dir lernen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche.